Ein letztes Mal Fußball-Bundesliga, der letzte Spieltag steht an. Krass, dass einfach so eine Saison wieder wie im Flug vergeht. Wir haben heute natürlich noch ein paar Entscheidungen, die anstehen, beziehungsweise am Wochenende. Wer steigt ab, wer kommt in die Relegation? Sichert sich Frankfurt safe Platz 6 oder prescht doch nochmal Hoffenheim dazwischen, nachdem sie in Darmstadt 6-0. Alter, was war denn da bei Darmstadt wieder los gewonnen haben und jetzt auch noch sich realistisch Hoffnung machen dürfen? Und so weiter und so fort. Also gehen wir die Spiele mal durch. Dortmund gegen Darmstadt. Da sind beide Entscheidungen schon gefallen. Dortmund bleibt Fünfter. Die konzentrieren sich dann aufs Champions League Finale und die mögliche Champions League Qualifikation dann für den Sechstplatzierten. Ob das dann Frankfurt wird oder Hoffenheim, werden wir dann noch sehen. Darmstadt, wie gesagt, schon längst abgestiegen. Ich denke mal, das wird nochmal ein munterer Saisonabschluss. Dortmund wird nochmal zu Hause ein bisschen was den Zuschauern präsentieren wollen. Von daher glaube ich generell, dass es sehr torreiche Spiele werden könnten, weil halt aus dem Grund, vieles ist schon entschieden, viele lassen es ein bisschen lockerer angehen. Von daher würde ich mal hier Dortmund, ja, kriegen die nochmal so eine Klatsche? Eigentlich würde ich es Darmstadt gönnen, wenn die nochmal eine Klatsche kriegen, ey. Machen wir hier ein 3-0, weil wie gesagt, ey, wie kannst du dich zu Hause 6-0 gegen Hoffenheim abschlachten lassen? Also da war überhaupt gar keine Gegenwehr. Natürlich Thema Wettbewerbsverzerrung, ne? Frag mal nach bei Freiburg oder frag auch mal bei anderen Teams nach, für die es noch um Europa geht. Naja, ist ja auch egal. 3-0 für Dortmund. Dann kommen wir zu Union gegen Freiburg und dazu blende ich euch mal die aktuelle Tabelle hier irgendwo ein, dass ihr da auch mal auf dem neuesten Stand seid. Ich habe die mir jetzt hier gerade mal auf dem Handy aufgemacht. Also Bochum 14., Mainz 15., Union 16., 30 Punkte, die kämpfen realistisch gesehen im Fan-Duell mit dem 1. FC Köln um Platz 16, weil ich finde, die Mainzer, die werden das irgendwie schaffen. Die haben das Momentum auf ihrer Seite, die haben so eine gute Truppe. Der Trainer scheint da auch die richtigen Worte immer zu finden. Also für mich persönlich geht es bei Union gegen Freiburg darum, schafft Union Platz 16 zu verteidigen oder steigen sie doch noch direkt ab, was halt, glaube ich, etwas wäre, womit wir nicht gerechnet hätten. Freiburg wiederum oben, die müssen hoffen, dass Hoffenheim gegen Bayern weniger Punkte holt, damit sie sich noch auf Platz 7 hochhieven können, wenn sie denn bei Union gewinnen. Jetzt ist halt die Frage, wem traue ich das eher zu? Traue ich eher zu, dass Freiburg nochmal für Christian Streich versucht, alles rauszuholen? Oder bei Union spielen natürlich jetzt auch so ein bisschen die Nerven die Rolle. Ne? Die hatten so eine Situation noch nicht bislang in ihrer Bundesliga-Geschichte. Jetzt müssen sie selber um den Klassenverbleib kämpfen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube aber eher, dass Union vielleicht den 16. hält, weil die Kölner auch nicht in Heidenheim gewinnen. Die Kölner müssen gewinnen. Da gibt es gar keine große Diskussion. Die müssen in Heidenheim gewinnen und gleichzeitig hoffen, dass Union nicht gewinnt. Also die müssen verlieren. Wenn Union einen Punkt holt, ist vorbei für die Kölner, weil das auch vom Torverhältnis und von den Punkten ja schon gar nicht mehr geht. Also ich prognostiziere mal, dass Union zu Hause nicht gewinnt gegen Freiburg, dass sie das nicht schaffen. Ob Freiburg aber auch bei Union gewinnt, ist die andere Frage, je nachdem. Ich würde das aber mal machen. Ich glaube, ich setze hier Freiburg auf Sieg, weil die Eintracht können sie nicht mehr holen, von daher ist das auch egal. Wir machen mal hier ein knappes 2-1, weil ich glaube schon, dass das in den Köpfen der Unionsspieler auf jeden Fall drin ist, dass die mit einer gewissen Nervosität vielleicht spielen werden, Blockade im Kopf und so weiter. Können die mit Druck umgehen? Das ist natürlich auch immer die Frage. Die sind in einer relativ komfortablen Situation. Denn reicht auch ein Remis, um Platz 16 safe zu machen und dann in der Relegation gegen Düsseldorf zu spielen. Aber man weiß es nicht, man wird mal gucken. Und die Freiburger, die werden nochmal alles, denke ich mal, auf eine Karte setzen, um dann doch vielleicht noch Platz 7 zu holen. Dann haben wir Leverkusen gegen Augsburg. Ich glaube, das können wir relativ kurz machen. Da denke ich auch, dass Leverkusen das letzte und 34. Spiel in der Bundesliga nicht verlieren wird, sondern die werden gewinnen. Die spielen ja auch noch 2 Finals, Pokalfinale und dann noch Europa League Finale in Dublin gegen Atalanta Bergamo. Wird auf jeden Fall auch eine sehr, sehr interessante Geschichte und spannende Geschichte. Tja, und ich glaube, dass sie das auch machen werden. Also die haben jetzt 33 Spiele, wie gesagt, über 50 Pflichtspiele nicht verloren. Wäre natürlich jetzt ein Witz, wenn sie ausgerechnet das letzte Bundesligaspiel gegen Augsburg verlieren sollten. Glaube ich aber nicht. Ich tippe mal hier ein 3-1. Sie würden dann, ist ja im Gespräch, so eine Art goldene Meisterschale kriegen. Ob das dann wirklich so kommt, weiß ich nicht. Hat der FC Arsenal damals auch gekriegt, die Invisibles, als sie damals ihre Saison ohne Niederlage beendet haben. Tja, und dann wäre es ja vielleicht, wenn sie das nicht verlieren, wäre es ja umso bitterer, wenn sie dann die beiden Finalspiele verlieren, gegen Lautern und gegen Bergamo. Ja, aber ich glaube, die ziehen durch. Die werden kein Spiel verlieren. Die holen den Pokal und auch die Europa League. Aber wir gucken mal, vielleicht gibt es ja doch noch irgendeine Mannschaft, die die Leverkusener stoppen kann. Dann kommen wir zu Frankfurt gegen Leipzig. Das wird auf der einen Seite ein sehr emotionales Spiel, weil Sebastian Rode und Makoto Hasebe dann offiziell ihre Karriere als Spieler beenden. Vor allem Sebastian Rode, muss man dazu sagen. Der kam damals vom größten Konkurrenten, Kickers Offenbach, 2009 oder 2010.
Oder 2011, ich glaube 2010 kam er zur Eintracht. Natürlich bist du da erstmal ein bisschen misstrauisch, ein Spieler von Offenbach, aber der hat sich dann über die Jahre mit Zwischenstationen bei Bayern und bei Dortmund so reingekämpft wieder in diese Mannschaft. Der hat wirklich für diesen Verein, ja, kann man sagen, sein Herz auf den Platz gelassen. Unvergessen seine Platzwunde im Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers, wo er hier oben eine Narbe dann mit sich gezogen hat. Aber der hat wirklich gefightet, gekämpft, wann immer er auf dem Platz war. Er hat versucht, die Mannschaft voranzutreiben. Er war ein richtiger Leader auf dem Platz und der wird fehlen. Der wird auf jeden Fall fehlen, nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine. Und zu Makoto Hasebe, da fallen mir gar nicht so viele Worte ein, das würde das Video hier sprengen. Zunächst mal sehr professionell, professioneller Spieler, professionelle Lebenseinstellung. Klar, die Asiaten, die sind immer sehr gesund und leben auch sehr für ihre Gesundheit. Ne? Deswegen sind so wenige krank, richtig schwer Kranke in Japan und generell im asiatischen Raum. Der macht viel für seine Gesundheit hinterher, die Erholung. Und hält der Eintracht auch wirklich schon seit so vielen Jahren die Treue. Der ist damals unter Thomas Schaaf 2014 nach Frankfurt gekommen, spielt jetzt 10 Jahre, hat eine Ruhe am Ball, hat natürlich eine Menge Erfahrung. Der wird auch fehlen, auch auf dem Platz und auch natürlich innerhalb der Kabine. Da bin ich sehr gespannt, wie die Eintracht das auffängt im Sommer. Für mich persönlich fehlen 2, 3 große Charaktere, die auch dann auf dem Platz mal den Takt vorgeben. Ne? Mal Spiel verlangsamen, nach vorne nochmal die Jungs ein bisschen einheizen. Wie so ein Kevin Prince Boateng damals. Ich glaube, das war so ein Leader in der Truppe, der hat auch dann mal was gesagt in der Mannschaft und auch in der Kabine. Und genau so Leute braucht die Eintracht. Das zu der emotionalen Seite. Dann natürlich auch die Chance und die große Gefahr, Platz 6 noch zu verspielen. Ich will das hier nicht jinxen, aber so wie die Eintracht momentan in der Rückrunde spielt, hätten wir es halt auch nicht verdient, wenn wir hinterher Sechster werden. So ehrlich muss man auch sein. Wenn wir hinterher Sechster werden und dann noch in die Champions League kommen, da kriegt hinterher kein Hahn mehr nach, habe ich die letzten Wochen schon gesagt, dann bin ich zufrieden. Würde ich nehmen, unterschreibe ich. Champions League ist geil. Europa League ist, glaube ich, so eher unser Wettbewerb, weil wir den natürlich auch schon gewonnen haben und weil wir da auch immer gut performt haben. Und gerade dann zu Hause gegen Leipzig. Ne? Ihr wisst ja, Leipzig, das ist so das unbeliebteste Kind in der Klasse. Das muss halt immer mit, das ist immer mit dabei. Ab und zu musst du auch mal eine Partnerarbeit mit dem machen, obwohl du darauf überhaupt gar keinen Bock hast. Aber ja, wollen da mit ihren großen Fanarien ankommen. 50 Jahre RB wollen sie feiern, keine Ahnung. Kommen halt dann alle in weiß. Das weiße Ballett, weiße Tütü-Röckchen haben sie dann an oder was. Naja, werden wir dann gucken. Also ich hoffe natürlich, dass die Eintracht das Ding hier realisiert und auch festmacht. Ich tippe mal ein knappes 2:1. Ein Punkt würde ja auch schon reichen. Dann hätte man 4 Punkte Vorsprung. Dann kann Hoffenheim spielen, wie sie wollen. Aber solange das halt noch nicht rechnerisch safe ist, vor allem weil die im Torverhältnis aufgeholt haben, ja, wird es halt auch nochmal spannend. Also ich hoffe, die Eintracht macht das und wird Sebastian Rode und Makoto Hasebe dann ein gelungenes Karriereende bescheren. Und dann müssen wir wieder auf die Tabelle gucken. Wolfsburg gegen Mainz, haben wir ja vorhin schon mal gesagt. Mainz mit 2 Punkten vor Platz 16. Die haben für mich halt momentan einfach das Momentum. Also den reicht auch ein Punkt vom Torverhältnis her. Die haben um das 12 Tore bessere Torverhältnis. Die haben minus 14, Union hat minus 26. Also da muss schon ganz viel schief gehen, bis das Mainz dann noch auf den 16. Platz fällt. Für mich retten die sich. Die werden, glaube ich, einen Punkt holen in Wolfsburg, damit werden sie ja gerettet. Ich tippe mal hier auf den Torreich ist auch 2:2. Wolfsburg ist auch gerettet unter Hasenhüttl, aber mehr auch nicht. Ich glaube, da wird im Sommer auch einiges passieren, vielleicht so was die Spieler angeht, Transfers, und dann werden die vielleicht auch nächste Saison wieder ein bisschen weiter oben sein in der Tabelle. Je nachdem, was im Sommer passiert. Ja, und Mainz, die retten sich. Ein 2:2 und somit umgehen sie die Relegation. Dann das wichtige Spiel für Freiburg und natürlich auch für die Eintracht Hoffenheim gegen die Bayern. Da ist halt einfach nur zu hoffen, dass die Bayern da sich nicht wie Darmstadt abschießen lassen. Ne? Für die geht es jetzt auch um nichts mehr. Thomas Tuchel soll wohl doch bleiben, weil alle anderen Kandidaten absagen. Jetzt haben sie Oliver Glasner 100 Millionen geboten oder für 100 Millionen wollten sie Olli Glasner holen. Standen wohl nicht alle so dahinter. Und jetzt heißt es wohl bei Thomas Tuchel, dass Uli Hoeneß und auch ein Karl-Heinz Rummenigge dem Thomas Tuchel keine Rückendeckung geben. Die anderen schon, also ein paar wichtige Spieler aus dem Verein, aus der Mannschaft haben wohl Signale gesendet an Freund und Eberl, dass sie gerne mit Thomas Tuchel weiterarbeiten würden. Der wäre jetzt auch nicht mehr so ganz abgeneigt. Also ich glaube, am Ende des Tages läuft es einfach darauf hinaus, dass sie mit Thomas Tuchel weitermachen und dann vielleicht nächstes Jahr Jürgen Klopp holen oder je nachdem, wie lange dann Thomas Tuchel Vertrag bekommen würde, wenn es denn dazu kommt, oder sie doch De Zerbi holen oder keine Ahnung wen. Naja, also um aufs Spiel zurückzukommen, hoffe ich, dass die Bayern da nochmal
sich die Ehre geben, da hier auch keine Wettbewerbsverzerrung betreiben und wir machen hier auch ein knappes 2:1 für die Bayern. Wäre ganz schön, weil dann wäre die Eintracht auch mit der Niederlage auf Platz 6 sicher in der Euroleague und wenn Dortmund dann die Champions League gewinnt gegen Real, dann wären wir halt sogar noch in der Champions League. Dann kommen wir zu Bremen gegen Bochum. Die Bremer, ich weiß gar nicht, wie das ist. Der 8. Platz, der könnte ja auch theoretisch noch reichen. Wenn ich jetzt aber nochmal hier auf die Tabelle schaue, dann sehe ich, dass die Bremer ja, gegenüber Freiburg das bessere Torverhältnis haben, gar keine Frage. Aber der 8. Platz reicht doch, glaube ich, nur, wenn Leverkusen das Pokalfinale gewinnt. Die Euroleague, wie ist das denn? Oh, das ist mir zu kompliziert. Also irgendwie, durch irgendwelche Umstände würde Platz 8 auch noch reichen. Aber das weiß ich nicht, wie das ist. Und Bochum, die sind 14. Die haben 3 Punkte Vorsprung auf Union, haben aber um 3 Tore das schlechtere Torverhältnis. Die haben minus 29, Union, wie gesagt, hat minus 26. Wenn also Union Berlin gewinnen sollte und Mainz ein Remis holt in Wolfsburg, dann wäre Bochum auf dem 16. Platz und würde gegen Fortuna Düsseldorf spielen. Wenn die Kölner parallel aber noch gewinnen sollten, nee, das geht nicht, die haben 6 Punkte Vorsprung. Also es geht für Köln und Bochum quasi nur um den Relegationsplatz, direkt absteigen geht nicht mehr. Aber das wäre auch eine Konstellation, überleg mal, das kann so schnell und so häufig hin und her wechseln. Das wird echt, glaube ich, eine geile Konferenz nochmal. Tja, aber ich glaube, dass Bochum auch nicht in die Relegation. Also für mich persönlich entscheidet sich das zwischen Union und Köln. Mainz ist raus, Bochum, die werden das auch irgendwie schaffen. Die werden vielleicht noch einen Punkt in Bremen holen oder vielleicht sogar gewinnen. Ob die sich auch da auch nochmal reinhauen. Bremen will sich auch zu Hause nochmal mit erhobenen Hauptes verabschieden aus der Saison. Tja, machen wir Bremen auf Sieg? Ich glaube, wir machen mal Bremen auf Sieg. Wir machen ja auch mal ein torreiches 3:2. Bochum will auf Nummer sicher gehen. Vielleicht spielen sie auch deswegen ein bisschen defensiver. Es könnte vielleicht auch so 0-0, 1-1 Gekicke werden. Lass uns mal überraschen. Dann haben wir das vorletzte Spiel, der VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Also zunächst mal zu den Stuttgartern, Chapeau. Da kann ich wirklich nur den Hut ziehen. Das hätte ich im Leben nicht, und da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Selbst der eingefleischteste VfB-Fan hätte nie im Leben damit gerechnet, dass sie so eine Saison hier abbrennen. Dritter, beziehungsweise im besten Fall wären sie sogar Vizemeister, wenn die Bayern nicht gewinnen und die Stuttgarter gewinnen. Also das ist Wahnsinn. Frage ist natürlich nur, ob sie das auch halten können, das Niveau, ne? Ob die ganzen Starspieler bleiben, Guirassy, Undav, Mio, Führig, die sind natürlich jetzt bei anderen europäischen Top-Clubs auf der Liste. Hoeneß bleibt ja, gehe ich mal von aus. Und wie wird dann der Kader verstärkt? Für die Champions League, ich glaube, das wird für die Stuttgarter auch eine große Herausforderung. Nächstes Jahr Dreifachbelastung. Aber warum sollten sie das nicht hinkriegen? Mal gucken. Und die Gladbacher, die wissen selber, dass sie jetzt auch mal irgendwann wieder eine bessere Saison spielen müssen. Da geht es jetzt seit 3-4 Jahren nur noch bergab. Vielleicht bleibt ja auch der Trainer, Seoane, oder vielleicht wird ihm genau dasselbe Schicksal ereilen wie Farke und wie Hütter, die dann nach einem Jahr wieder gehen müssen. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass die Stuttgarter das aber hier machen. Das ist für mich auch eine klare Sache. Machen wir mal hier ein 4:1, genau. Und dann sind ja auch ein paar Stuttgarter schon dabei in dem Kader für die EM. Ein Undav, ein Führig, Waldemar Anton, hoffe ich, wird noch mit dabei sein. Ein Nübel rückt, glaube ich, nach für Leno, der eigentlich als dritter Keeper geplant war. Der hat sich aber verletzt und ist raus. Dafür soll der Nübel wohl nachrücken. Naja, wir sind mal gespannt. Wenn das Video raus ist, dann wissen wir schon den gesamten Kader. Das Video nehme ich jetzt gerade am Mittwoch auf, 20:40 Uhr, weil am Donnerstag habe ich dafür leider keine Zeit. Freitag hätte ich es auch machen können, aber komm, ich bin jetzt gerade so im Flow drin. Und ja, VfB 4:1 zu Hause und damit runden sie die Mega-Saison, die sie gespielt haben, glaube ich, sehr gut ab. Und dann kommen wir zum allerletzten Spiel, Heidenheim gegen den 1. FC Köln. Da nochmal die Situation, die Kölner haben 27 Punkte, Union hat 30. Köln hat Tordifferenz minus 29, Union hat minus 26 Tordifferenz. Die Kölner brauchen natürlich erstmal einen eigenen Sieg. Wenn sie nur Remis spielen, ist der Ofen eh aus. Also ein eigener Sieg der Kölner mit so 2-3 Toren Unterschied und einer gleichzeitigen Niederlage von Union auch mit 1-2 Toren Unterschied. Und dann sind die Kölner 16. und spielen dann tatsächlich gegen Düsseldorf in der Relegation. Das wird natürlich dann auch, ja, emotional, Derby-Stimmung. Das wird einfach auch ein geiles Spiel. Obwohl ich ja auch nicht so ein Fan bin von der Relegation, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Tja, und Heidenheim, die können eigentlich auch noch in den Europacup kommen, ne? Kann das sein? Lass mich mal kurz gucken hier, wenn ich schon spontan gerade dabei bin. Gehen wir mal auf die Tabelle hier rauf, Bundesliga. Die haben 39 Punkte, die könnten auch noch auf den 8. Platz hochkommen. Und wie gesagt, unter dubiosen Umständen reicht ja sogar noch der 8. Platz. Also im wirklich allerbesten Fall spielt Heidenheim halt auch noch europäisch. Naja, also jetzt ist die Frage. Freiburg habe ich jetzt hier auf Sieg getippt mit 2:1. Also ein Tor Differenz. Das heißt, den Kölnern würde ein 2:0 reichen. Ich würde mal sagen, ich tippe hier das Wunder. Ich glaube an die Kölner
Obwohl, weiß ich nicht, das ist auch ein bisschen... Na, aber ich will auch ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Ich glaube nicht, dass viele den ersten FC Köln noch auf Platz 16 sehen. Außer die eigenen Fans natürlich. Ich tippe hier wirklich mal ein 3-0 für die Kölner. So, mir nichts, dir nichts. Die spielen mit so einer Leck mich am Arsch-Stimmung. Jetzt ist eh alles egal. Weil sie müssen gewinnen. Die müssen voll auf Sieg spielen und das möglichst mal mit 2 Toren Unterschied oder so. Und deswegen, ja, ist für mich einfach... Das die Überraschung, das sind die letzten Spiele. Wir speichern jetzt nochmal und gucken ein allerletztes Mal auf unsere Gesamtübersicht, weil da wird es dann nämlich jetzt auch die Entscheidungen geben. Die Bonustipps werden ja immer dann, glaube ich, direkt nach Spielende mit draufgerechnet. So war es letzte Saison. Es geht ja nur darum, wer 16., 17. und 18. wird. Da müssen wir ja nicht die Relegation abwarten. Stand jetzt hat Hegebusch gewonnen. 4 Punkte Vorsprung vor Dequinho. Die beiden machen den Sieg unter sich aus. Levin hat nochmal versucht ranzukommen, aber der wird keine 30 Punkte mehr aufholen. 4, 8, obwohl es wäre rein rechnerisch noch möglich, dann müssten die anderen beiden aber völlig daneben tippen. Irgendwie jedes Spiel unentschieden und es muss immer einen Sieger geben. Nein, also es wird entweder Hegebusch oder Dequinho und ansonsten, ich bin auf dem 10. Platz. Ich könnte auch noch aus den Top 10 rausfallen. Genau, ihr sucht euch selber und ansonsten, genau, bedanke ich mich jetzt schon mal für alle, die hier mitgetippt haben. Eine ganze Saison über lang wirklich sehr aktiv hier mitgemacht haben. Das freut mich wirklich sehr. Es hat mir mega, mega viel Spaß gemacht. Es freut mich, dass ja, die Saison, ja, vorbei ist nicht, aber da kommt ja auch die EM. Das wird, glaube ich, auch ein geiles Turnier, hoffe ich, aus deutscher Sicht. Und dann geht ja auch bald wieder die neue Bundesliga-Saison los. Tja, und dann sehen wir uns nächste Woche nochmal. Wenn ich dann das Ganze hier auflöse, dann sage ich nochmal ein paar Worte und ein paar Danksagungen und so weiter und ein paar Grüße. Und dann schauen wir mal, ob es der Hegebusch auch ins Ziel bringt. Also, macht's gut. Ich wünsche euch ein wunderschönes letztes Bundesliga-Wochenende. Eine schöne, spannende Konferenz. Mögen alle eure Tipps in Erfüllung gehen. Und möge der letzte Spieltag gut für eure Mannschaften ausgehen. Ich hoffe, wir halten Platz 6. Ob die Kölner das große Wunder schaffen, weiß ich nicht. Aber nichts ist unmöglich. Es muss alles erstmal gespielt werden. Und bevor ich jetzt hier noch weitere Phrasen raushaue, bedanke ich mich bei euch. Und wir sehen uns nächste Woche nochmal zum Abschluss meiner Kick-Tipp-Saison 2023-2024. Macht's gut. Ciao, ciao.